Wir sind im One Piece Pre-Release. Ich öffne das neue Set OP12. Ein Meister, ein Lehrer, ein Vater im Spiel. Das neue Set OP12 bringt Geschichte ins Spiel. Piu. Hello, Saiyajin-Freunde und meine One Piece Fans. Ihr seht schon, es ist alles im Motto von Zoro. Auf jeden Fall spielt er eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen darf der Boy hier nicht fehlen, der uns ganz, ganz viel Glück bringt für dieses OP12 Opening. Piratenjäger Lorinor Zoro, 120 Millionen Berry. Lasst doch einfach ein kostenloses Abo da. Unten ist der Button, ja, einfach mal draufklicken, ganz easy und schnell gemacht. Und dann seht ihr den neuesten Stuff von TCGs, Animes und seid immer up to date, wie auch mit OP12 zum Pre-Release. Das neue Set ist da, OP12 Legacy of The Master. Also es geht quasi um Schüler und Lehrer. Wer hat hier wen was beigebracht? Das sehen wir vor allem an den Leaderkarten. Ja, da sind sie quasi immer im Duo drauf. Ich finde eine sehr, sehr coole Idee. Auch geile Artworks mit dabei. Und wir haben besondere Special-Karten. Darunter auch wieder Zoro-Juro in dem Fall. So Haki-Karten. Ja, wir haben auch Tashigi, Lim, Yasop, Kusan ist mit dabei. Und, wie wir es aus dem letzten Set schon kennen, Gold und Silber Teach. Also Blackbeard, der 10-Cost. Und das sind hier in dem Set auch die wertvollsten Karten. Die versuchen wir natürlich sonst hier auch rauszuhitten. Du lebst ja immer noch. Wir gucken uns jetzt dieses Display an. Wir werden die ersten 6 Booster normal öffnen. Uns die Karten angucken, natürlich auch die Common, Uncommons, Rares und so weiter. Und danach werde ich einen Hit-Tower bauen. Das heißt, ich mache die Booster auf und lege nur die letzten 2 Karten quasi zu einem Tower of Hits zusammen. Zoro muss uns hier Glück bringen. Ihr wisst, ich liebe Zoro, also let's go. Vertraue ich dir wie einem meiner eigenen Männer. Ihr seht schon Zoro im Fokus, das finde ich natürlich sehr nice. Wir gucken uns die ersten Karten und Booster an. Wie gesagt, die stärksten Karten sind natürlich die Manga-Karte und Black und Silber Teach, ja. Und danach geht es schon weiter mit Specials und den Leaderkarten von Zoro und von Rayleigh ist der nächste dann im Bunde. Und Zoro hat auch noch ein sehr geiles Event. Was wir schon sehen, Sanji gibt es jetzt auch mal als Leader, ja, er kriegt ein bisschen Support. Was sind die wichtigen Karten? Die Revolution gibt es hier zum Beispiel den Lucky Roo, den man quasi schon kennt, jetzt in Schwarz. Er kriegt Blocker plus 4 Kosten, für Schwarz jetzt auch relativ wichtig. On KO kann er einen gegnerischen Charakter mit Base-Kosten 4 oder weniger auch KO. In dem Bereich zum Beispiel von Kalgara, was ganz interessant wird. Ich gehe so ein bisschen die Sachen durch. Navy in Blau für Kusan, neuer Leader, aber nicht so stark wie gedacht. Man ist ganz ehrlich. Dann gibt es natürlich viele, viele Karten in dem Set für Zoro. Ja, das wird natürlich sehr, sehr viele freuen. Ursa Shock, auch Revolution Army, KO'd viel, spielt auch da mit den Playkosten und Handkarten trashen. Deswegen Koala eigentlich eine ganz interessante Karte und Leader, aber nicht so stark, wie man erst dachte. Man dachte erst, es ist so krass overpowered, aber ist es leider nicht. Rayleigh als Leader auch sehr gefragt mit Zoro. Und hier haben wir quasi schon die Leader, die repräsentiert werden. Was wichtig ist, Zoro-Leader wird wieder aktiv, kann Charakter angreifen, danach entweder Leader oder nochmal einen Charakter mit 8 Kosten oder mehr angreifen. Das sind hier so die wichtigsten Karten. Hier sehen wir schon, ist eine Dawn und da sehen wir auch gleich, was mit reinkommt. Wie gesagt, Rayleigh darf nur bestimmte Playkosten, 4 Kosten spielen. Und auch generell, also nicht nur Charakter, generell Karten, ne? Also das ist sogar nicht nur darauf beschränkt. Bei dem Leader darf man keine Karten spielen mit 5 oder mehr Kosten, also bis 4, ja? Das, was ich gesagt habe, hier sehen wir nochmal, Doffy ist für den Rosinante Leader, der leider auch nicht so gut ist. Ich würde es sehr feiern und hier sehen wir einmal die Dawn. Hast du Lust mit mir die Welt auf den Kopf zu stellen? Jetzt haben wir schon den dritten Booster, also hier Revolution Army für Koala. Es gibt einiges, auch ein bisschen für Shanks und Rayleigh. Und wie gesagt, Revolution, Koalas mit dabei und einiges Blaues für vor allem Sanji. Ne? Also den Sanji kriegt ganz, ganz viele Eventkarten und das ist auch jemand zum Beispiel für Kalgara. Habe ich schon viele testen sehen. Kleiner Geheimtipp, wer das vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat.
sollte man auf jeden Fall beachten. Monkey D. Garb ist jemand für Kusan, für das Kusan-Deck. Das ist so die Kombi, man trasht eine Karte und kann dann nämlich auch ein Navy-Type-Charakter mit 8000 oder weniger spielen. Also ist auch hier Garb der neue Gecko-Ersatz. Karasu auch nicht schlecht. Ich habe gesagt, Schwarz Koala macht viel mit Handkarten trashen. Karasu macht das und Nico Robbins Super Rare, die wir bestimmt noch sehen. Und das sind eigentlich auch schon so die Hauptkarten. Navy, Revolution Army, die Support bekommen. Shanks, Rayleigh und so. Guck mal, da kommt sie sogar direkt. Als hätte ich sie gerufen, aber ich finde es wirklich eine schöne Karte. Ich bin ganz ehrlich. I like it. Blocker plus auch noch 3 Kosten, also 9 Kosten auf dem Feld. On-Play, man trasht eine Handkarte. Das ist bei Koala ein Problem. Wenig Handkarten. Aber der Gegner, wenn er 5 oder mehr Karten hat, trasht er 2. Das ist schon ziemlich viel, ne? Wenn man 5 Karten hat auf 3 runter, kann gefährlich werden. Das letzte normale Pack. Denn ihr seht schon, jetzt kommen schon wieder so die gleichen. Das waren eigentlich schon mit die wichtigsten Karten. Mir fehlt noch so ein bisschen, da ist er, hier eine Uncommon. Koshiro spielt man auf jeden Fall auch bei Zorro. Ganz, ganz wichtig. Ist nämlich auch ein Blocker. Und wenn Kost 5 oder weniger Charakter KO'd werden würde durch gegnerische Effekte, ist so, kann man den resten. Also der Tashigi in dem Game, ne? Viper auch für Kagera. Auch bei Zorro als Searcher und direkt nochmal Dragon hinterher. Ich baue jetzt unseren Hit Tower. Leute, drückt die Daumen. Bin sehr gespannt. Also Kommentare unten rein und natürlich auch ganz, ganz wichtig. Welches Deck wollt ihr spielen? Auch noch jetzt vor der Bannliste. So, also hier nochmal ganz fix, weil sie so wichtig ist. Kuina, Activate Main, reste den Charakter, reste einen gegnerischen Charakter mit 4 Kost oder weniger. Und dann kann man nämlich auch 3 Dons an den Leader hängen. Gerestete Dons. Und jetzt, der Hit Tower ist gebaut. Und direkt weiter geht's quasi mit Tashigi bei Zorro. Ja, also quasi wie Schwester, muss man sagen. Eigentlich irgendwie selbe Karte. Der restet hier sogar on-play ein 6 Kost oder weniger und dann gleicher Effekt. 3 gerestete Don an den Zorro nieder, damit er direkt zweimal attacken kann. Wir gucken uns die Hits hintereinander an. Also es kommt jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Ich bin selbst sehr gespannt, was wir alles hitten werden. Borona, auch für Zorro sehr wichtig. Unser Reichu, oh mein Gott. Oh mein Gott. Mihawk, auch für Zorro, für Bonnie. Also das wird eine generische, sehr, sehr starke Karte. Leute, wer sie nicht hat, besorgt sie euch auch sonst als Super Rare, ne? 4-mal, 8-mal, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall als Playset. Let's go. Let's go. Okay, geiler Hit, geiler Hit. Freue ich mich auf jeden Fall schon drüber. Yes, viel Zorro. Ne, nicht Zorro-Stuff. Ja, Zorro-Stuff auch. Viel für Sanji. Sanji kriegt seine ganzen Events, wie hier Breath Burst. Ja, auch das hat geile, diese Manga-Artworks. Auch das Zorro-Event. Heftig. Oh, Perona. Oh mein Gott, das wird ein grünes Display oder was? Perona. Ich finde auch, oh, ihr müsstet diese Textur sehen. Hier noch mit ihrem Geist am Start, so, ne, richtig sweet. Also, was soll ich sagen? Das finde ich feier's. Ich feier's, weil, Leute, ich hab's euch ja gesagt, ich überlege, ja, Zorro zu bauen. Ich hatte es jetzt eigentlich nicht vor, Hyrule zu bauen, aber irgendwie komme ich gerade so ein bisschen ins Überlegen. Ihr seht schon, blau ist hier wirklich alles fürs Kusan-Deck. Schwarz, gelb für Koala, für die Revolution Army. Und alles andere quasi für Sanji und andere Decks. Rayleigh darf da nicht fehlen. Monkey D. Luffy gehört mit zu Rayleigh, weil hat ja nur 4 Kost, kann man das spielen. Auch nicht schlecht. Und auch die Boa-Karte. Ich bin ganz ehrlich, Boa, die neue rote Boa. Ich bin Fan von der Karte. Ich finde sie cool. Oh, oh, oh. Meine Lieblinge sind in diesem Deck. Yes, yes. Oh mein Gott. Leider ist Rosinante einfach nicht stark. Das tut echt weh. Das tut echt weh. Das heftigste Event bei Grün. 4 Don, ne? Und man kann 2 gegnerische Charakter oder Dons resten. Ist einfach so der Hody Jones, ne? Über das geht halt nichts. Das ist richtig krass als Event. Hier, Boa, habe ich gesagt. Oh mein Gott, ich bin immer noch krass, ein Dreier-Display. Ich bin auf jeden Fall happy. Rosinante, ich wünschte, das Deck an sich wäre stärker, ne? Den Leader finde ich einfach auch richtig geil. Und hier Perona und Mihawk zusammen. Richtig heftig. I like it. Mit noch einem Leader.
Ich finde echt ein cooles Display. Ich bin zufrieden. Schreibt in die Kommentare, hattet ihr auch Glück? Oder noch mehr Glück? Also schreibt das unten rein. Ich bin gespannt. Beschütze mein Kind. Als ich in Manchester war, wurde ja die Bannlist verschoben auf diesen Mittwoch. Wir sind alle sehr gespannt, was da natürlich gehittet wird. Ich habe so meine Predictions, schaut da gerne mal auf Instagram rein. Und was wollen wir nur spielen? OP12, das ist die ganz große Frage. Die Meta wird spannend, die Frage bleibt heiß. Welcher Leader führt uns zum ganz großen Preis? Das ist wirklich die Frage. Wir haben in der Meta sehr wahrscheinlich einige Optionen. Durch den Bann wird sich einiges nochmal tun. Ich glaube, Zorro bzw. Grün wird auf jeden Fall stark, genau wie Schwarz, so ein bisschen als Counterdeck. Denn ich denke, Purple wird auf jeden Fall gehittet. Das bleibt spannend. Leute, ein sehr, sehr cooles Display. Ich freue mich darüber. Ich mag die Karten wirklich sehr. Lasst ein bisschen Liebe da. Daumen nach oben, in die Kommentare reinschreiben und guckt doch mal direkt weiter hier in dieses Video rein. Dann sehen wir uns da direkt wieder. Eure SireJazz. Zu der Bannlist werde ich dann auch nochmal ein aktuelles Video machen, auch mit der Meta Prediction. Freut euch da schon mal drauf.